Also wir sind hier auf Schloss Kapfenburg in Lauchheim, haben dieses Jahr das 20. In-Situ-Festival über mehr als 1,5 Wochen, Künstler aller Welt und immer traditionellen Eröffnungsveranstaltungen mit klassischem Orchester und haben uns dieses Jahr dazu entschlossen, hier eben auch Soundscape mit anzubieten. Ich brauche bei Soundscape nicht zwingend Surround. Also bei einer normalen Stereobeschallung brauche ich klassisch auf jeden Fall Surround-Lautsprecher, weil es sonst in 2 Kisten sitzt. Das gesamte Orchester sitzt in 2 kleinen Kisten. Wenn ich Soundscape einsetze, ist die Notwendigkeit, diese Räumlichkeit durch echte Reflexionen, künstliche Reflexionen der Saiten zu schaffen, bei weitem nicht so groß, weil ich durch 5 Systeme in der Front schon eine Räumlichkeit erziele, die ich mit einem AB-System nicht schaffen kann. Zum technischen System ist es so eingesetzt, dass das Soundscape ausgeführt wird mit 5 Arrays aus der Y-Serie. Es gibt Frontfills aus der T-Serie, es gibt Stereo-Outfills aus der V-Serie und als Subs werden J-Subs benutzt, das zum D- und B-Umfang. Weiter angesteuert wird alles eben über ein Dante-Netzwerk mit DS10 auf die DS100, dem Signalprozessor, und das Ganze wird befüttert aus einer VI3000 von Soundcraft über deren eigenes Stageboxen-System. Soundscape schafft unfassbar Platz. Am meisten beeindruckt mich eigentlich das Ergebnis, wenn man hergeht und Soundscape auf Stereo runterbricht. Ich habe plötzlich Platz bis zum Abwinken, weil nicht alles auf diese Linie zwischen linken und rechten Lautsprecher muss, sondern ich eine zusätzliche Tiefendimension kriege, die mir das Arbeiten enorm erleichtert. Also ich kann mit sehr viel weniger EQ arbeiten. Ich habe eine natürliche Räumlichkeit, die ich durch kein Hallgerät dieser Welt hinkriege. Eine Tiefenstaffelung, die wirklich Spaß macht. Also für mich ist der große Durchbruch beim Soundscape tatsächlich erstmal im Stereo zu finden. Und wir haben jetzt bei Hybridsystemen, sprich für den nahen Bereich, viele Lautsprecher mit einer verblüffend echten Räumlichkeit und auch einer Lokalisation der verschiedenen Punkte, die verblüffend echt wirkt. Und wenn ich zusätzlich hergehe und ein Links-Rechts-System dazu baue, für die weiter entfernten Plätze, dann habe ich eigentlich das Beste aus beiden Welten. Funktioniert sehr gut. Also ein System in der Größe kann man gut davon sprechen, wenn der System-Check durch ist, also wenn man weiß, dass alles richtig verkabelt ist und auch alles richtig funktioniert, dann hat man rein zum Einmessen in einer guten Stunde bis 1,5 das ganze Ding eigentlich so weit, dass man super starten kann damit. Ich positioniere mir meine Quellen an die Positionen, an denen sie tatsächlich sich befinden, und ich mische ganz normal mit EQ, mit Pegel, mit Kompression, wenn ich es denn brauche, mit auch durchaus künstlichem Nachhall. Der einzige Unterschied ist, ich muss sehr viel weniger machen. Es funktioniert von alleine.